Hallo und herzlich willkommen hier zu Crimes and Punishments von Sherlock Holmes hier. Es geht weiter hier. So, wir sind in einem neuen Fall gelandet hier, gerade aus dem Urlaub zurück und wollten zurückfahren und der Zug ist verschwunden angeblich, ja. Gut, wie kann ein Zug verschwinden? Das wissen wir nicht, da sind wir jetzt dran und arbeiten dran. Jetzt müssen wir auch mal mit dem Vorsteher hier reden. So. Ja, über den Sonderwagen, der von dem Mr. Robinson bestellt worden ist. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Okay. Ja, weiß er vielleicht was über die Fahrgäste an Bord? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington's station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Ja, wohl schon. So, wegen dem Bahnhof von Bridlington? You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Ah ja, okay. See you later, my good man. Habe ich gedacht, wir nehmen das Schienenbike. Na gut, alles klar. Ja, das bedeutet jetzt einfach, dass wir... Ups. So wollte ich nicht. Bedeutet einfach, dass wir jetzt zur Kutsche laufen und eben da mal hinfahren, ne? So, öffnen. Bridlington, das ist ja Richtung Nottingham. Okay, also daher kam ja der Zug her. Ah, das ist ein schöner großer See, ne? Und was ist das hier? So, Bridlington. Fortfahren. Jawohl. Mit Fortfahrens fort. So, okay. Ja, jetzt erstmal wieder hier. Wir sind direkt an der Train Station. Aber wir uns doch mal umgucken hier. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen in der weiten Ferne um. Hier sitzt jemand. Hi. Ja, der interessiert nicht. Okay. Kommen wir hier irgendwo rein? Nö. Das ist auch immer sowas, erstmal die Umgebung so ein bisschen erkunden, ne? Ob man da irgendwas machen kann. So, fallen wir gleich hier in den Warteraum rein oder wie schaut das aus? Das ist, ach so, ja. Wir haben beim anderen gar nicht in diesen Aufbewahrungsraum geguckt. Das ist mir gerade aufgefallen, aber egal. Postsäcke. Railway post bags. Da warte mal, liegt hier was am Tresen. Wer ist übrigens überhaupt keine Person. Anscheinend solche Bahnhöfe wird immer nur von einer Person hier bedient. Und da geht es wahrscheinlich wieder zu den Gleisen, ne? Warte mal. Ja, da geht es zu den Gleisen, alles klar. Wir lassen natürlich die Türen offen hier. Ah, jetzt geht sie zu, okay, von automatisch. Gehen wir mal in den Wartebereich. Ah, hier ist auch wieder das komische Privat. Ja, wir gehen einfach mal gleich ins Privat. Ne, gehen wir nicht. Ich wollte nur gucken. Ah, der Kamin ist auch geil. Mr. Robinson, ja, da ist der Mr. Robinson. Weiß ich jetzt gleich. Wollen wir erstmal mit ihm reden? Ein wütender Fahrgast. Ach, machen wir das mal. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Ja, was hast du denn? Wir machen ein Profil von dir. Ein bisschen rumgucken. Ein Hemd. Arbeitskleidung. Ah ja. Irgendwelche Auffälligkeiten, Knöpfe oder sonst so was. Ach, da ist ein Ticket. Eine billige Fahrkarte. Ja, das was zu bedeuten. Ich weiß ja nicht.
Hat einen Ehering. Verheiratet. Natürlich weiß Sherlock Holmes wieder, wie lange er verheiratet ist. Und was ist hier? Was? Raue Haut. Ach so. Naja, so rau finde ich jetzt gar nicht. Ja, was ist denn passiert? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Ja, der Fahrgast an Bord des verschwundenen Zuges. Ob er das war anscheinend. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Okay. Reiche Fahrgäste. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Okay, da sind wir ja. Naja, vielleicht schon einen Schritt weiter. Ich würde mich jetzt doch tatsächlich, bevor ich mit dem Robinson unterhalte, erstmal hier im Schaffnerbüro umsehen wollen. Ah, hier ist der A Telegraph. telegraph. Ja, wir können. Ah, da ist der Schaffner auch. Wir können ja auch T drücken. Gut, mehr ist da nicht. Mit ihm können wir natürlich reden. Machen wir erstmal T. Da ist ein Spalt im Boden. Und da steckt irgendwas drin. Blatt Papier. Dokument nehmen. Meines The fällt dir insurance gleich auf. policy for Robinson's machine. A significant sum. Und warum liegt es da unten am Boden, da in dem Schlitz? Versicherungsschein Nummer 25 64 58. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes. Maximale Deckungsstimme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr ist verlängerbar, alles klar. Wir haben hier noch die Profilstudie. In den Händen und der Kleidung dieses Mannes zu urteilen ist er ein Facharbeiter. Er hat kein Gepäck und ist alleine. Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Von daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisenden. Okay, alles klar. So, man fängt aber immer komischerweise in der Mitte hier an, oder? So. Okay, das haben wir dann. Dann haben wir hier den Breitling der Vorsteher. Wir reden mal mit ihm. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Okay. Ja, Bertram. Ja. Ja, ist gleich so ein Scherz. Wer Werner kennt, der ja weiß, was ich meine. So, Problem mit den Fahrgästen. Oder wir machen erstmal eine Studie von ihm. So, da können wir 4 Sachen rausfinden. Augen. Junges Alter. Okay, das sieht man in den Augen. Alles klar. Ja, ich gucke eben in die Augen und weiß dann, wie alt er ist. So, saubere Kleidung. Alles klar. Ja, die Schnieke hier. Da hat er noch ein Instruction-Buch für Stationsvorsteher. Vorschriften. Ja, hier hat er einen Fleck an der Hand. Tintenflecken. Ja gut, aber was das bedeutet, wissen wir noch nicht. So, Problem mit den Fahrgästen. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see.
there are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Ja, es soll schriftlich eingereicht werden normalerweise, ne? Irgendwas Ungewöhnliches gestern. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. So, okay. Moment. So, berichtete Vorsteherin vertraulich, Streckenkarte, Versicherungsschein, Zusammenstellung, unerwarteter Vorsteher, Zug war verspätet. Ja gut, da weiß ich es jetzt gerade gar nicht. Aber wir haben hier einen Versicherungsschein gefunden. Ach, wählen Sie die richtige Antwort aus? Okay. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned... What was it? Sorry. I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. So, ja gut, dann war das schon mal nicht richtig. Wir machen wegen nur der Zusammenstellung hier. Okay, war nicht richtig, alles klar. Ja, du, ich rate das gerade mal, ne? Das hatten wir einmal. What was it? Lalalala, ja, ist alles gut. To be quite capable of managing a railway station. So. Unerfahrener Vorsteher. Ja, das ist natürlich Let richtig. me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Okay. Was stand denn da drin? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Okay. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Okay. Backnerhof, Nummer 324, Ankunft U030, abwärts im 035. Ja, das ist ja total, also, war der besoffen oder was? Alles klar. Ja, mehr konnte man mit dem jetzt nicht reden. Aber bevor wir da hinfahren, würden wir natürlich erstmal noch mit dem Robinson reden. Natürlich, vielleicht verrät er uns ja, weshalb er den Waggon hier gebucht hat. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Okay, das ist so ein Arsch. Der tut schon unseren Namen falsch sagen und so. Den interessiert gar nichts, was man ihm sagt und so weiter, ja. So, dann analysieren wir ihn mal. Alter Mann. Nee. Ach, der Hut war gemeint. Australischer Hut, alles klar. Reiches Hemd. Teure Kleidung, ja. Ist er verheiratet? Schwerer Goldring. Ein Siegelring, jawohl. Und die Tasche interessiert nicht, okay. Ja, und natürlich teure Schuhe. Krokodillederschuhe. Okay, alles klar. Mr. Robinson.
You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Okay, wegen dem Sonderwagen, aber da wird uns wahrscheinlich nichts sagen. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable Ach so. prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Okay. Wegen dem Firmenbesitzer? You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Ja, können wir über den Wert von dem Prototyp vielleicht mal was erfahren? This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. Oh ja, I do okay. not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Naja gut, er kriegt ja immerhin 15.000 Pfund, wenn es verschwunden ist, ne? Aber naja gut. Ja, waren Sie an Bord? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Okay. Ja, wir haben da die Versicherung gefunden, ne? According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Okay. Die Tasche, wo er da hat, die sieht ja ziemlich wichtig aus, ne? I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Ja, aber die Tasche, die gibt man doch nicht einfach so weg. Also man muss die doch nicht weggeben, oder? Also hätte ich sie lieber behalten. Gut, ja, aber das war klar. Jetzt können wir die Tasche danach nämlich untersuchen. Können wir vielleicht jetzt nochmal mit ihm reden hier? Don't touch anything, please. Ja, ist ja schon recht. So, jetzt gehen wir zu dem Luggage-Raum. Und versuchen da mal mehr über die Person auszufinden. Wird ja nicht bewacht, also von daher, ne? Da könnte ja die Tasche jederzeit gestohlen werden. Ja, da steht es natürlich. So.
So, okay. Mr. Thomas L. Robinson. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Ja, Of da course. ist ein kleines Schlösschen dran. So, das kennen wir schon, den Mechanismus. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie der ging. Drehen, alle. Wechseln. Ach ja, wir mussten da die Linien hier zusammen machen. Wechsel. Was bringt jetzt das? Das kann ich hier zusammen machen. Hier gibt es zwei Linien. Ich nehme mal die eine. Warte. Ne, da ist noch eine Linie. Nimm mal die hier, dann haben wir das hier schon zusammen. Okay. Oje, oje, oje. Es ist ja saumäßig kompliziert. Ja gut, da schließen wir jetzt wieder das eine Fenster natürlich. Das passt ja wieder zusammen, oder? Ah, jetzt haben wir es gelöst, okay. Es war jetzt schon ein bisschen schwieriger natürlich. Wir hatten am Anfang ein urleichtes Ding hier. So, Geschäftsunterlagen, Contract. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Vertrag. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer Emerson Electric erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangel gewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsanzeigen auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer und oder dem Verkäufer bekannt waren. Sorry. Der Verkäufer pflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Ja, da haben beide unterschrieben. Und jetzt können wir noch was unterstreichen. An exclusive sales contract. Okay, also ein Exklusivvertrag. Und hier Mr. Thomas. Mr. Robinson is the seller. Ja. Jetzt können wir hier blättern mit D. Vertrag. Dies ist eigentlich ein Verkauf des Prototyps der lalala. Auch Yet exklusiv. another exclusive sales contract. Lalala, das ist gleiche Text. Nicht haftbar, demnach bekannt. Verpflichtet sich, ja, 10%. Der Rest innerhalb eines Monats zu bezahlen. Ja. Mr. Robinson is the seller. Warte mal, war das am anderen nicht so? Ist egal. Noch ein Exklusivvertrag. Der Käufer Barca Chile ist jetzt hier drin. Okay, Yet exklusiv. another exclusive sales contract. Alles exklusiv, ne? So, dann wieder der Robinson. Mr. Robinson is the seller. Okay, der Rest ist alles gleich. Exklusivvertrag, der Käufer Madison General Electric ist das hier dann. Er ist auch der Verkäufer hier wieder. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Ja, aber wieso an allen hier? Das kann ja nicht sein, ne? Gut.
Dann haben wir das. Das brauchen wir nicht. Gut, ich weiß, wir können jetzt schon wieder was deduktieren, aber ich würde ganz gerne jetzt nochmal mit ihm reden vielleicht. I will not move from here until I receive my Ah, refund. okay, geht nicht mit ihm. It's a scandal. An absolute outrage. Ja, ist gut. Mit dir wahrscheinlich auch nicht. Don't touch anything, please. Lalalala. Ja, ist schon recht. Gut, dann machen wir vielleicht doch mal B. So, okay, keine Spuren vom Zug. Prototyp mit vielen Käufern. Telegramm. Das passt nicht zusammen, okay. Die Chilenen blieben an Bord. Ja gut, das bringt nichts. Super spannend mit allen Insachen, das stimmt ja aber nicht, oder? Nee. Prototyp war versichert, das können wir auch nicht. Prototyp mit 4 Verkäufern, Sonderwagen. Also da passt schon mal gar nichts. So, Prototyp. Zugverstand mit allen Insassen. Keine Spur vom Zug. Aber die Chilenen blieben an Bord. Okay. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zugs. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Chilenen an Bord gelassen. Der Besitzer der chilenischen Firma Barracas wurden vorsätzlich an Bord des Zugs gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf Chilenen aussteigen. Ja, das muss ja schon Vorsatz sein. Sag ich jetzt einfach mal. Gut, wir können noch nicht hier natürlich das Ding festmachen. Dann hatten wir... Prototyp ist versichert und mit vielen Käufern. Ne, das bringt nichts. Sonderwagen. Robinsons Motiv: Aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust von Prototyps Mr. Run eine hohe Geldsumme einbringen. Ja gut, aber er kann es ja eigentlich immer bloß bei einem geltend machen, oder? So, ansonsten Telegramm aus Chesterfield. Können wir jetzt mit nichts hier dingfest machen. Nö, das tue ich einfach nur mal abklären. So, keine Spur im Zug, Sonderwagen. So, dann haben wir hier noch Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson, auch wenn er den Betrug geplant hat. Er hat viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Ja, das ist schon richtig. Also es könnte auch hier das mit dem Opfer sein. Da müssen wir mal noch gucken. Also das ist ja am Anfang ein paar Hinweise, ne? Telegramm und das passt aber nicht zusammen. Okay, alles klar. Beenden. Beenden. So. Ja, dann müssen wir ja weiter an die nächste Station fahren, nach Chesterfield oder wie es war. Kommt da der Käse her, der Chester-Käse? Ne, keine Ahnung. Laber nur. Können wir eigentlich am Archiv jetzt was machen? This suitcase contains my archive. So, also Kutsche nach Chesterfield. Was Chesterfield ist... Ah ja, das ist hier eine weiter dran hier. Okay. Also ich finde es schon interessant mit den Herleitungen, dass man also ein bisschen erst einmal, ja, der Richtung nachgehen kann, der anderen Richtung und dass man sich das so zusammenpuzzeln muss, was dann zum Schluss tatsächlich richtig sein könnte, ne? Ja, wir werden auch sehen, ob wir hier natürlich gleich den richtigen Fall haben oder nicht, ne? Also, dass wir dann gleich wissen, wer, wie, wo, was hier eben ist, ne? Was hier Phase ist. So, jetzt sind wir hier. Schauen uns natürlich auch mal hier im Umkreis des Bahnhofes um. Da kurz dann zu den Gleisen. Da steht noch eine Kutsche rum. Aber da ist kein Pferd eingespannt. Da ist auch keiner, der die Kutsche hier dingst. So, okay. Hier ist nichts. So, wo geht's denn wohin hier? Das ist das der Gepäckraum? Ne, das ist der Warteraum. Okay, hier stehen natürlich auch Koffer rum. Normal sollen die doch nicht hier rumstehen. Worth Valley. Gut, hier gibt es nichts Besonderes. Aber auch ein schöner Kamin. Nicht so wie in dem Einbahnhof. Da hat er mir in der Mitte nicht so gefallen. So, das ist das ist der Locked. abgeschlossen. Okay.
So, das ist der Warteraum, oder? Ah ne, dann war das andere Gepäckraum. Abfalleimer untersuchen. Ja, wir wühlen ja gerne im Müll rum. This bin is full of empty bottles. Okay, was hat das zu bedeuten? Ja, wir haben eine Flasche gefunden neben dem verschwundenen Zug. Also, ja. Angler-Werbeplakat. Best Fishing at our lake. A fishing advertisement. Was bringt uns das? Weiß ich nicht. So, Tickets. Hallo, ich möchte ein Ticket kaufen. Ah, da gibt es sogar 2 Ticketschalter. Interessant, interessant. Gibt es glaube bei jedem Bahnhof, oder? Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ah, natürlich wieder der Telegraph. A telegraph. Und das Morse-Alphabet, yes. Habe ich ja drauf erwartet hier. Gewartet meine ich natürlich. Oh Gott. Ist das wirklich so? Ich habe gedacht, es wären immer 3 Zeichen. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Ja, vielleicht konnte der noch nicht so gut morsen, deswegen, oder? Der sieht, naja, der besoffen oder so, weil er hier so rumwackelt. Ja, aber es sind hier 2 Ticketschalter und 2 Kassen natürlich, also müsste ja nicht immer nur allein sein, oder? Was ist das hier? Ach, das ist ein Dartboard, ich denke gerade. Was sieht's bei dem aus hier? So, Chesterfield Vorsteher. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. That explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. So, wir machen natürlich erstmal die Profilstudie. Wobei ich die andere noch gar nicht gelesen habe, oder? Ich weiß gar nicht. So. Gerötete Nase, aber ich habe aufs Auge geguckt eigentlich, ne? So, dann schauen wir doch mal, was ist denn hier? Saubere Kleidung, okay. Er hat einen Ehering. Na gut, die meisten Menschen hier sind verheiratet. Was ist das hier? Ein Flachmann. Ja gut, jetzt wissen wir, dass er besoffen ist. Und was ist das hier? Die Schnur ist aber... Ist das eine Angelschnur oder was? Ah ja, tatsächlich. Gut. Fahrgäste. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Nix. Ja. Ein seltsames Telegramm, ja. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Stopp. Okay. Alkohol zusammen. Ja, Alkoholiker Binge. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Okay. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Okay. Ah, will I ever get any peace? Er hat ein Alkoholproblem, würde ich sagen, ne? Und was ist da hier? Toast mit Käse und Schinken. Und Salami. Ja, ist ja eigentlich ganz lecker, ne? Gut, dann bekommen wir bei ihm nicht wirklich viel raus, würde ich sagen. Was schade ist. So. Darf ich mal?
Da würde ich aber gerne noch an die Gleise gehen, vorne rum. Ob da noch irgendwas ist. Das ist Warehouse. Rumpf einer Draisine. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. Okay. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Ja, aber das kann ja nicht sein. Wie kann auch sowas so schnell verschwinden dann auch, ne? Da, hier ist der Kamin brennt. Kann man hier noch ein bisschen umschauen. Ah ja, ich habe bei dem anderen Bahnhof gar nicht reingeguckt, aber okay. Da liegt auch ein Scheinwerfer rum. Ja, dass vielleicht jemand irgendwie mit einer Draisine hier rumgefahren ist. Aber so schnell wäre er doch gar nicht weggekommen. Da ist, Locked. ja, das There is ist... no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Okay, machen wir. Ach Gott, das ist wieder so ein Lock hier. Schade, dass es jetzt nicht anders ist. Wir haben, glaube ich, 4 Rollen oder so. Gut, wir gucken mal. Das scheint aber schon zu passen hier. Gut, hier kann man es noch nicht sagen an der Rolle hier. Haben wir da noch sowas? Ne, da haben wir nur einen Strich, okay. Ja, hat schon gepasst. Perfekt. Ah, das war dann nicht so schwierig. So, dann gucken wir doch mal. Werkzeuge. Untersuchen. Da haben wir hier Pickaxt und Schaufeln. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Na gut, aber wir kriegen doch von dem keine vernünftigen Auskünfte eigentlich. Railway post bags. Ja, und da fällt mir halt auf, dass wir in der anderen Station da gar nicht nachgeguckt haben, ne? Ja, das habe ich übersehen. Ey, wer macht mir jetzt die Tür zu? Warte mal, können wir eigentlich auch aus der Tür jetzt raus? Der Watson. Ah, jetzt können wir auch hier. Ach, Watson, du stehst einfach im Weg. Geh mal. Ach, Mann. Dann gehen wir halt da raus. Was soll's. So, dann fragen wir hier nochmal den Vorsteher hier. Warte mal, da müsste doch auch... nee, doch nicht. Schade. Aber seine Kleidung ist ja nicht dreckig, ne? Dreckiges Werkzeug. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Ich glaube, das ist so gelogen. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Ja, es ist halt jetzt... wir wissen nicht, ob wir den Aussagen von ihm irgendwie große Bewertung schenken können, ne? Ja, wir können jetzt noch weiter detektieren, aber ich würde ganz gerne dann auch nochmal an den anderen Bahnhof zurückfahren und dann nochmal kurz gucken, weil da war ich, glaube ich, nicht in dem Schuppen da, in dem Lokschuppen sozusagen hier. Gut, aber wir sind eigentlich auch für heute wieder gut bedient mit der Zeit, ja, deswegen würde ich ja mal einen Cut machen.
Ja, ich sag vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich wieder beim nächsten Mal. Ja, ich sag bis denne, euer Lego. Bye, bye.